Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten, die ich euch sehr gerne verraten möchte. Und zwar ist es nun bekannt, was unter dem Event Schwarzstein-Rausch nächsten Monat auf uns zukommt. Das Ganze ist ja unter dem Black Month veröffentlicht worden. Und das steht halt eben dafür, dass so ein Event jetzt einen ganzen Monat geht. Es wurde ja schon so ein bisschen drüber gerätselt, beziehungsweise halt eben, wurde schon, ich sag mal, vermutet, dass es wahrscheinlich mit den schwarzen Edelsteinen zu tun hat. Und ja, so ist dem auch. Und ein paar Neuigkeiten dazu, was ihr auf EU16 machen müsst, beziehungsweise erreichen müsst, um einen von 5 Avataren zu gewinnen. Das war ja bis jetzt auch noch nicht großartig bekannt. Und da habe ich auch ein paar Informationen für euch, für die das natürlich interessiert und da natürlich auch vielleicht daran teilnehmen wollen. Ja, der Black Month steht vor der Tür. Und als ob das nicht genug wäre, startet am 31.10., also schon diesen Monat bereits, der mysteriöse Black Month mit dem nagelneuen Event Schwarzstein-Rausch. Dieses Event bringt etwas, das es sonst nur einmal im Jahr gibt: schwarze Edelsteine in der Mine. Nur vom 31.10. bis zum 3.11. hast du die Chance, die seltenen Steine zu finden und deinen Charakter einen ordentlichen Boost zu verschaffen. Ja. Für die Leute, die das nicht kennen sollten, beziehungsweise schon länger spielen, klar, es gibt ja hier und da schon schwarze Steine, ne, aber auf neuen Servern ist das halt was Besonderes, weil dort die Leute noch nicht die Ritterhalle auf Stufe 15 gebracht haben, beziehungsweise gerade zum Serverstart ist es relativ schwer, zeitig, schnell, sag ich mal, die Ritterhalle auf 15 zu ziehen. Ja. Auf dem neuesten Server haben sie jetzt schon ein paar, aber ich persönlich habe sie jetzt auch gerade erst auf 11 und ab 15 hat man halt eben die Chance dazu, dann auch schwarze Edelsteine zu finden. Denn deswegen gerade für neue Server relativ interessant, für etwas ältere Server, ja, vielleicht unter anderem noch interessant, weil für die Leute, die jetzt nicht unbedingt nur die orangen Edelsteine equippen, das sind natürlich die besten Edelsteine, ja. Die danach etwas schlechter sind halt natürlich die schwarzen Edelsteine, aber die sind immer noch besser als eben diese Ein-Attribut-Edelsteine, sag ich mal. Und es gibt ja vielleicht auch Free-to-Play-Spieler, die sehr gerne sich komplett oder ihre Begleiter komplett schwarze Edelsteine verpassen wollen würden. Und dadurch, dass das Event ja das beinhaltet, dass man nur ausschließlich schwarze Edelsteine skippen kann, beziehungsweise aus der Mine gewinnen kann, ist es natürlich relativ leicht, an diese auch zu kommen. Ansonsten haben diese natürlich auch eine Chance, sag ich mal, zu erscheinen oder halt eben nicht. Ja? Und das richtet sich halt eben nach den Mitgliedern in der Gilde, wie viele Leute hier mit Ritterhalle 15 unterwegs sind. Und deswegen gerade auch für etwas niedrigere Gilden vielleicht auch interessant, das Event den nächsten Monat zu nutzen. Ja, also das auf jeden Fall dazu. Also nicht nur für halt eben neuere Server, beziehungsweise, sag ich mal, Server, die jetzt nicht unbedingt nur orange Steine haben wollen oder Accounts, die nur orange Steine haben, sondern vielleicht auch für Free-to-Play-Spieler oder so, ganz interessant. Genau, und das geht halt eben jetzt einen ganzen Monat. Bis zum 3.11. Und vorher war es jetzt nur so gewesen, dass es zum Black Friday dieses Event gab und das in Kombination mit einem Serverstart, der dann halt eben ziemlich gepusht worden ist. Sonst ist, glaube ich, immer kurz vor dem Black Friday. Ich weiß gar nicht, wann der jetzt dieses Mal ist, aber ich glaube irgendwann Mitte oder so, Mitte November, ich weiß nicht ganz genau. Und dort ist in der Regel immer den Freitag davor ein Server gestartet und halt eben dieses Black Friday Event, und das war natürlich dann immer der Serverstart, wo ganz viele Leute ganz viele Rekorde aufstellen konnten, weil sie natürlich schon direkt mit Anfang an Stufe 25 schon direkt schwarze Edelsteine finden konnten. Ne, sobald sie die Festung freigeschaltet haben. Und das ist natürlich ein ordentlicher Boost. Ja? Und genau, das ist jetzt diesmal ein bisschen anders, denn der Server startet ja EU16 am 1. November. Und jetzt erstreckt sich dieses Event über einen ganzen Monat. Und der Black Friday ist ja, wie gesagt, irgendwann Mitte. Ich kann noch mal ganz kurz schauen nebenbei, wann der Black Friday ist dieses Jahr.
Black Friday. Okay. Der ist sogar erst am 29., also Ende November ist der Black Friday, und ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich wieder ein paar Pakete oder irgendwelche Special-Aktionen, beziehungsweise gab es letztes Jahr halt eben auch so eine Black Week, jetzt ist halt eben der Black Month, und wir werden mal gucken, was es noch so weiter zu holen gibt, sag ich mal, innerhalb dieses Monats. Ne? Stell dir also vor, du erstellst jetzt deinen Charakter auf EU16, erreichst als einer der ersten 5 Spieler Charakterlevel 350 und sicherst dir einen personalisierten Avatar und sammelst gleichzeitig bei einem der seltensten Events im Spiel die begehrten schwarzen Edelsteine, ein Start, der sich lohnt. Oder? Für Player ganz bestimmt, ja, denn ich denke mal schon, dass ein paar Leute ziemlich safe sich auf dieses Rennen einlassen, um diese Avatare hier zu gewinnen. Und in diesem Post geht halt eben auch hervor, was getan werden muss, um einer von diesen 5 Leuten zu sein, der das Avatarbild gewinnt. Und das ist eben unter den ersten 5 sein, die auf dem Server EU16 Stufe 350 erreichen. Ja, letztes Mal war es auf EU10 so gewesen, sei der erste deiner Klasse, ne? Und da wurde halt jede Klasse dann einmal, hatte einen Avatar gewonnen. Jetzt sind es die ersten 5, die auf dem Server Stufe 350 erreichen, und das erstreckt sich natürlich schon über einen gewissen Zeitraum, sag ich mal, ne? Denn wenn wir mal auf EU15 gucken, der Server ist jetzt, glaube ich, 5 Wochen alt, sind die Leute Stufe 330, 335 hier die höchsten. Ne? Also kann man so sagen, wenn man jetzt auch noch das Black Jam Event dazu zählt, sagen wir mal zwischen 5 und 6 Wochen, denke ich mal. Auf EU16 wird es wahrscheinlich aufgrund dieses Events ein bisschen schneller gehen, gehe ich mal von aus, dass man zwischen 5 und 6 Wochen anpeilen müsste, bis die ersten Leute Stufe 350 erreichen auf EU16 und halt sich eben einen dieser Avatare sichern werden. Ja, das ist so auf jeden Fall das, was ihr wissen müsst. Ich werde wahrscheinlich morgen oder die Tage, je nachdem, mal gucken, werde ich noch ein kleines Video dazu machen mit meinen Tipps, die ich vielleicht für euch geben kann, wo vielleicht der ein oder andere noch nicht so dran gedacht hat, falls ihr auf diesen Server starten wollt und tatsächlich für einen Avatar gehen wollt. So ein paar kleine Tipps und Tricks, ja, ein paar kleine Kniffe, wie man vielleicht den einen oder anderen, der das nicht weiß, vielleicht ein bisschen vorherkommen kann. Ne? Und da werde ich mal gucken, dass ich euch da vielleicht ein bisschen unter die Arme greife, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, man sollte schon ein sehr erfahrener Spieler sein, wenn man hier dran teilnehmen möchte. Denn ich gehe mal von aus, dass es nicht nur, also das müsst ihr wissen, es geht nicht nur darum, wie viel stecke ich ins Game an Pilzen, an Geld, denn Geld hilft dir zwar sehr weiter in dem Spiel, um einer der Ersten zu sein, das hilft dir wirklich sehr, sehr weiter, aber wenn du die gewisse Knowledge nicht hast, wie du bestimmte Sachen spielst in dem Spiel und abwägst und wie du deine Pilze investierst, dann kannst du auch ganz schnell ganz weit abgeschlagen sein hier von den Top-Spielern. Dann geht es halt wirklich nicht nur darum, wer das meiste Geld hat, sondern auch wer das meiste Wissen hat. Ne? Und das ist für viele erstmal so unbegreiflich, weil die denken dann so stumpf, okay, ja, der die größte Brieftasche hat, der ist hier ganz weit oben. Ja, das stimmt auch auf jeden Fall zum Großteil, ne, muss ich euch zustimmen, aber ihr müsst auch die gewissen Kniffe auf allen möglichen spielerischen Ebenen haben, die euch das Game zur Verfügung steht. Das fängt schon an, wie spielst du deine Alu? Ja, das geht weiter, wie du die Pet-Wege nimmst, ja. Wie spielst du den Arena-Manager? Wie ist hier die beste Herangehensweise?
ja, und so weiter und so fort, ne, zum Serverstart. Wie investiere ich meine Pilze in die Festung bzw. Unterwelt? Wann mache ich was? Wann wäge ich ab, welchen Dungeon ich als nächstes lege? Wie wahrscheinlich ist das? Dazu gibt es ja auch gewisse Tools. Und ja, das ist alles sehr essentiell, das muss man wissen, auch im Shop. Wann equippe ich mich neu? Wann hole ich mir eine neue Waffe? Ja, wann lohnt sich das alles hier zu, ja, also du musst wirklich vieles auch wissen. Und deswegen zählt halt nicht nur der Geldbeutel, sondern halt eben auch der Wissensstand in dem Game, um halt eben ganz oben mit dabei zu sein. Gerade wenn es sich um so ein Event handelt, wo es eben auch Avatare zu gewinnen gibt, die wirklich sehr, sehr beliebt innerhalb der Community sind und wo sehr viele Leute auf jeden Fall bereit sind, auch sehr viel zu investieren, nicht nur an Zeit, sondern auch an Geld. Und ja, deswegen will ich euch da auf jeden Fall erstmal vorher warnen, bevor ihr da blind reingeht und einfach denkt, okay, ich lade jetzt mal hier für einen Tausender auf und dann war es das, dann habe ich schon automatisch gewonnen. Dem ist leider nicht so. Ja, dem ist leider nicht so und da möchte ich euch nur eine Warnung vorher aussprechen und das werde ich in dem Video dann auch nochmal da werde ich nochmal deutlich drauf eingehen dann. Ne? Jo, aber das sind auf jeden Fall erstmal so die Bedingungen. Stufe 350, ja, die ersten 5 Spieler, die das erreichen, gewinnen einen Avatar auf EU 16 und wir haben halt eben diesen Schwarzsteinrausch als Event, was sogar schon diesen Monat startet am 31. Also sehr interessant auf jeden Fall. Ich werde das Ganze mit Argusaugen, oder wie heißt das, werde ich das Ganze mal auf EU 16 beobachten. Ich bin da sehr gespannt drauf, ja, weil das wird natürlich wieder so das Event des Jahres, sag ich mal. Ne? Der Black Friday bzw. die Black Week bzw. die Zeit dieses Event, sag ich mal, ist immer was ganz Besonderes einmal im Jahr, weil halt eben das so die Zeit ist, wo sehr viele Rekorde gebrochen werden. Es gibt die Events, die es das ganze Jahr über nicht gibt und es kommen halt eben auch Angebote auf euch zu, die es so dieses Jahr auch nicht geben wird. Deswegen sage ich immer, falls ihr nicht unbedingt jetzt noch aufladen müsst, irgendwas an Pilze, spart euch das wirklich, bis halt eben dieses Black Friday Event ist, weil dort bekommt ihr halt eben erstmal die besten Angebote, was die Pakete angeht und halt eben auch wahrscheinlich wieder eine 33% Aktion. Das heißt, nicht nur wie gewöhnlich 20% mehr Pilze fürs Geld, was es ja so 1-2 Mal im Monat gibt, sondern wirklich 33% und da kriegt ihr für euer Geld wirklich am meisten und deswegen, ja, haltet lieber die Füße still und wartet ein bisschen, bis dieses Event da ist, an alle Pilzer natürlich, ne? Für die Free-to-Play-Spieler ist dies eher uninteressant, aber ich sag mal so, für die noch schwarze Steine benötigen und ich weiß auch, wie das als Free-to-Play-Spieler ist. Da nimmt man die Steine, die halt eben gerade so kommen und wenn man halt eben nur diese Steine zur Verfügung hat, ne, die ein Attributsteine, dann nimmt man die halt, aber man freut sich halt eben auch extrem, wenn man halt eben so eine schwarzen Steine bekommt, gerade wenn man in dem Stadium ist, wo man sich vielleicht gerade so selbst komplett schwarz equipped hat, aber es fehlen halt eben auch noch die Begleiter, die ja auch alle schwarze Edelsteine wollen und da ist das wirklich gar nicht so einfach, phasenweise zumindest, diese zu bekommen. Das geht sonst über einen sehr langen Zeitraum und dieser Zeitraum wird nächsten Monat halt eben so ein bisschen verkürzt, wenn man da eben aktiv spielt. Ne? Okay, das soweit erstmal alle relevanten Informationen dazu. Ja, wenn es euch gefallen hat und weitergeholfen hat, ja, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.